Zur Feier der Sonntagsliturgie, der Sonntagsmesse, heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen, besonders alle, die jetzt mit dabei sind, live dabei sind, über YouTube. Wir wollen miteinander den 5. Fastensonntag begehen. Wir haben heute auch ein verstorbenen Gedenken. Die Frau Sauer bittet für ihren Cousin Martin Jesch und Frau Löschel für die verstorbenen Eltern. Wir wollen sie mit hineinnehmen in diese heilige Feier. Eröffnen wir sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auferweckungsgeschichten in der Bibel sind spannend, emotional und packend, aber irgendwie auch ein Stück weit weg von unserer Wirklichkeit. Und doch sind sie unsere Geschichten. Die Auferweckung des Lazarus, von der wir heute hören, will uns das wieder lebendig werden lassen, eine Woche vor Beginn der Kar- und Osterliturgie. Singen wir zur Vorbereitung der in seinem Wort uns hält 164. 164. Der in seinem Wort uns hält, bis zum Ende dieser Welt. Christus, der unsere Mühsal kennt, der uns beim Namen nennt. Christus, der uns aufstrahlt im Gericht, der uns heimruft in sein Licht. Christus, Der gute Gott, der Leben verheißt, entlaste euch von Schuld und Sünde. Er erhelle das Dunkel des täglichen Todes und führe uns sicheren Schritts in sein Reich des ewigen Lebens. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, junge und alte Menschen, einfache und kluge, erfolgreiche und solche, die sich schwer tun, lädst du ein zum Gedächtnismahl unseres Herrn Jesus Christus. Gib einem jedem etwas von deinem guten Heiligen Geist, damit wir dich und uns selbst und einander besser verstehen und vorankommen auf dem Weg, auf den du uns miteinander gestellt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum Ackerboden Israels, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin.
Ich habe gesprochen und ich führe es aus. Spruch des Herrn, Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Aus den Tiefen rufe ich, Herr, zu dir. Mein Herr, höre doch meine Stimme. Lass deine Ohren achten auf mein Flehen und Gnade. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Würdest du, Herr, die Sünden beachten? Mein Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, ich warte auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als Wächter auf den Morgen. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Israel, warte auf den Herrn, denn beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen aus all seinen Sünden. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wer aber vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Christus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Herr Jesus, dir sei Lob und Ehre. So spricht der Herr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Der Herr sei mit euch Und mit deinem Geiste. aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, sieh, der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwestern und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon
4 Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Martha aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und er, der lebt und an mich glaubt, wird auch ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus war innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er den Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr: Hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweigtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, eine Sensation. Der Mensch, der schon 4 Tage im Grab gelegen hat, wird wieder lebendig. Jesus ruft den toten Lazarus aus dem Grab.
Unglaublich. Auch das Gespräch, das Jesus mit der Schwester des Verstorbenen über Tod und Leben führt, hat genauso viel Gewicht wie das Wunder selbst. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, sagt Jesus zu Martha. Sie trauert um ihren Bruder und bekennt dann: Ja, Herr, ich glaube. Mit der Totenerweckung setzt Jesus ein Zeichen. Er lässt die Macht Gottes sichtbar werden. Sie schafft Leben. Lazarus' Rückkehr ins Leben ist ein Bild der Auferstehung. Sie schenkt Gott durch Jesus, seinem Volk, allen, die seiner Macht vertrauen, auch uns. Auch in der Lesung, die wir gehört haben, ging es um Auferstehung. Der Prophet Ezechiel hat nicht das Sterben eines einzelnen Menschen im Blick, sondern den Tod des ganzen Volkes Israel. Israel wurde ja seiner Heimat, seiner Identität und seiner Lebenskraft geraubt. Im babylonischen Exil ist Israel ein Volk ohne Hoffnung. Doch Gott öffnet die Gräber der Hoffnungslosigkeit. Er lässt das Volk zurückkehren in das eigene Land und in ein neues Leben. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig. Gilt diese Zusage Gottes nicht auch für die Menschen, die heute vertrieben, lebendig begraben, vernachlässigt, ausgehungert werden, die jetzt unter dem Coronavirus leiden? Gibt es Hoffnung für sie, weder auf ein normales Leben, auf die Rückgabe ihres Landes, auf Rettung ihres Lebensraumes, auf eine Zukunft in Gerechtigkeit? Mit der Heimkehr Israels aus dem Exil ist der biologische Tod genauso wenig aus der Welt geschafft, wie mit der Rückkehr des Lazarus in das irdische Leben. Aber Gott haucht den Menschen seinen Lebensatem ein. Er lässt sie erfahren, dass dort, wo alles zu Ende scheint, dennoch Zukunft möglich ist. Und das gibt Israel Kraft. Die Menschen schafften einen Neuanfang nach dieser Katastrophe der Vertreibung. Auch was Jesus betrifft, weckt er nicht nur Lazarus aus dem Tod, sondern auch Martha und ihre Schwester Maria aus ihrer Trauer. Er lädt sie ein, ihm zu vertrauen und an seinem Leben teilzuhaben. Schon jetzt, nicht erst am jüngsten Tag. Wenn wir glauben, dass Gott die Macht hat, Leben zu schaffen, können wir aufstehen aus der Ohnmacht angesichts dieser Viruskrise jetzt. Wir können aufstehen aus Armut, Gewalt, Hunger und Tod in der Welt. Wir können im Hier und Jetzt handeln für mehr Gerechtigkeit, für eine Zukunft für alle, nicht nur für wenige Privilegierte. Wenn wir Gottes Macht vertrauen, wird es möglich, zu geben, wo alle nehmen, Hände und Herzen zu öffnen, Ideen und Träume zu teilen und sich zur Wehr zu setzen gegen Habgier und Rücksichtslosigkeit. Ja, Herr, ich glaube, sagt Maria. Der Glaube
führt uns aus Ratlosigkeit, aus Gleichgültigkeit zu einem neuen, solidarischen Lebensstil. Er führt aus den Gräbern in ein Leben, das wir mit vielen teilen. Bekennen wir uns zum Geheimnis der Auferstehung. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Den lebendigen und lebenstiftenden Gott wollen wir jetzt bitten. Herr, unser Gott, wir bitten dich, gib den Menschen in unserem Land Verständnis für die Maßnahmen, die jetzt angesichts der Corona-Pandemie getroffen werden. Und lasst uns dazu beitragen, dass die Kirche bald die Krise bald überwunden wird. Wir bitten dich, erhöre uns. Macht die Opfer von Gewalt und Habgier stark, damit sie den Todesmächten widerstehen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke den Müden und Enttäuschten Visionen, damit sie wieder lebendig werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Mache uns empfindsam, wo Menschen in Not sind und Hilfe brauchen, und lass uns ihnen verstehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Bei dir, Herr, ist Hoffnung, Gerechtigkeit und Zukunft. Dafür danken wir dir und preisen dich durch Jesus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Singen wir zur Gabenbereitung. Wir leihen der erste Gaben. 187. Wir rein der Erde Gaben, der Vater, Brot und Wein,
Sie gnädig auf uns nieder, die wir in Demut nahmen. Nimm uns als Christi Brüder mit zum Opfer an. Lass rein uns vor dir stehen, von seinem Blut geweiht, durch Kreuz und Tod eingehen, in deine Herrlichkeit. Herr unser Gott, Brot und Wein sind bereitet, um das Mahl zu feiern, das uns Jesus Christus geschenkt hat. Die Gaben nähren nicht nur den Leib, sondern stärken uns auch an Geist und Seele. Dafür danken wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch Und mit deinem Geiste, erhebet die Herzen. wir haben sie verlangt. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Da er Mensch ist wie wir, weint er über den Tod seines Freundes. Da er Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus aus dem Grabe. Er hat Erbarmen mit uns Menschen und führt uns zum neuen Leben durch die österlichen Sakramente. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Liebe und stimmen mit ein in das Lob deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Der liebe Gott, der immer war, ewig ist und waltet, sein wird immer. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, du guter Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Christoph, alle Bischöfen, unseren Christen, Diakonen, alle Ordensleuten und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestimmt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in der Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in den Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Besonders empfehlen wir dir die verstorbenen Martin Jesch und die verstorbenen Eltern von Frau Hirsch. Guter Vater, schenke uns allen einmal das ewige Leben in Gemeinschaft mit Maria, der Mutter unseres Herrn, mit unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir so miteinander, wie der Herr selbst gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christen sind wir immer eingeladen, lebendige Menschen zu sein. Dort, wo wir leben, dass wir das Leben fördern, es nicht einbremsen. Das gilt auch für den Frieden, eben für ein gutes Miteinander sorgen. Wünschen wir uns seinen Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste.
Lamm Gottes, Du nimmst den Weg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünden der Welt, gib uns deine Quelle. Seht Jesus Christus, er ist mitten unter uns in dieser heiligen Feier. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. ...425, solange es Menschen gibt auf Erden. 425. Solange es Menschen gibt auf Erden, solange die Erde Früchte trägt, solange bist du unseren Vater. Wir danken dir für das Leben. Solange die Menschen Gottes sprechen, solange dein Wort zum Frieden ruft, durchführst du uns nicht verlassen. In Jesu Namen danken wir. Du nährst die Vögel in den Bäumen, du schmückst die Blumen auf dem Feld, du machst ein Ende meinen Sorgen, hast alle Tage schon getan. Du bist das Licht, schenkst du
Gibst deinen Sohn in unsere Hände. Er ist das Brot, das uns vereint. Darum muss jeder zu dir rufen, denn deine Liebe leben lässt. Du Vater bist in unserer Mitte, machst deinem Wesen uns verwandt. Lasst uns nochmals beten. Herr unser Gott, Niederlage, Verbannung, Hoffnungslosigkeit. Du, Gott, öffnest die Gräber, Trauer gelähmt und den Lebensatem nimmt. Du, Gott, führst uns ins Weite, du hilfst uns, über Mauern zu springen. Dürre, Zerstörung, Hunger. Du, Gott, machst Mut, neue Wege zu gehen, Gärten zu pflanzen, die trockene Erde zu bewässern, für das Leben zu kämpfen, an das Leben zu glauben. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. Danke für die Mitfeier der Eucharistie. Für unser Leben ist ganz wichtig, denke ich, dass wir den Auferstandenen immer in unserer Mitte erfahren. Nächsten Sonntag, Palmsonntag, werden wir wieder hier um 9 Uhr im Gottesdienst feiern, dann bis dann die Donnerstag, Karfreitag, Osternacht ist. Das erfahren Sie dann noch über die Internetseiten, über die Homepage unserer Pfarrer. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Freitags feiern wir also Montag, Dienstag, Freitag um 18 Uhr wird auch übertragen. Gut. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ich segne euch der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht ihn in Frieden. Dank sei Gott,